Ein Schüler kam zu seinem Meister und klagte: „Ich sehe nur Schatten und Dunkelheit in meinem Leben." Der Meister antwortete: „Das Licht versteckt sich immer hinter dem Schatten. Suche nicht das Licht, sondern erkenne, dass Schatten ohne Licht nicht existieren." Kaikous und das verborgene Spiel der Überwirklichkeit. Hallo liebe Freunde der Kunst, heute sprechen wir über metaphysische Kunst, eine faszinierende Welt jenseits des Sichtbaren, geschrieben von Kianosch Brox. Am Ende dieses Videos analysieren wir außerdem 2 beeindruckende Gemälde von Kaikous, einem Künstler, der meisterhaft zwischen Realität und Überwirklichkeit vermittelt. Bleibt also bis zum Schluss dran. Wenn wir von metaphysischer Kunst sprechen, darf der Name Giorgio de Cherico nicht fehlen. Der italienische Maler gilt als Begründer dieser Stilrichtung. Zu seinen berühmtesten Werken gehören Geheimnis und Melancholie einer Straße und Liebeslied. Seine Bilder zeigen oft menschenleere Plätze mit langen Schatten, klassischer Architektur und rätselhaften Gegenständen, die eine Stimmung von Stille und Unwirklichkeit erzeugen. Diese Atmosphäre des Unfassbaren inspirierte unzählige Künstler weltweit, wie etwa René Magritte, Salvador Dalí und Max Ernst. Nicht nur seine unmittelbaren Zeitgenossen, sondern auch viele spätere Künstler wie George Tucker, Paul Kirchner oder Hopper-inspirierte Neosurrealisten griffen Elemente von de Chericos Bildsprache auf und entwickelten sie weiter. Auch bei Kaikous findet man diese Grundidee wieder, jedoch in einer ganz eigenen Bildsprache, die reich an persönlichen Symbolen und kulturellen Wurzeln ist. Metaphysische Kunst ist nicht nur Darstellung des Sichtbaren, sondern die Erforschung des Unsichtbaren, das hinter der sichtbaren Welt verborgen liegt. Sie lädt uns ein, mehrere Ebenen zugleich wahrzunehmen und sich auf das Geheimnis hinter den Dingen einzulassen. Kaikous Werke verkörpern genau dieses Konzept. Eine Überwirklichkeit, die unsere physische Welt ergänzt und erweitert. Nehmen wir als Beispiel das Triptychon The Creation of the Gambler. Dieses Werk, bestehend aus 3 großformatigen Bildern, wurde 2017 in der Jahresausstellung des MKG im Ägyptischen Museum München gezeigt und von Dr. Rainer Grimm eindrucksvoll beschrieben. Vor uns entfaltet sich eine Erzählung in 3 Bildern, verbunden durch eine geheimnisvolle rote Schnur. Diese wirkt wie ein Lebensfaden, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenhält. Links sehen wir den ursprünglichen Schöpfer in einer fast archaischen Ruhe, wie er seine Schöpfung betrachtet. Ein Bild voller Stille und Macht. In der Mitte tritt der aktive Mensch auf, der Homo faber und Homo ludens zugleich. Er spielt, er gestaltet, er erfindet sich und die Welt neu. Rechts schließlich begegnen wir der Fantasie, dargestellt als Frau, die Traumwelten webt und das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verknüpft. Alles ist mit akribischer Präzision und realistischer Detailtreue gemalt. Doch gerade die unerwartete Kombination der Elemente erschafft eine neue Realität, eine Überwirklichkeit. Die rote Schnur zieht sich wie ein gedanklicher Leitfaden durch das Werk und erinnert daran, dass Schöpfung, Handlung und Vorstellungskraft untrennbar miteinander verwoben sind. Der Künstler zeigt hier nicht nur die Fähigkeit, Dinge aus dem Nichts zu schaffen, sondern sie auch in einen tieferen Zusammenhang zu setzen. Eine visuelle Meditation über Ursprung, Handlung und Traum. Ein weiteres Beispiel ist das Gemälde The Dreamwalker.
Hier sitzt ein Junge gebückt und schlafend auf einem blondhaarigen Pferd. Statt eines Himmels ist hinter ihm eine gefaltete Landkarte zu sehen. Der Junge liegt auf einem großen blauen Tuch, das wie Wasser zu Boden fließt. Auf dem Pferd liegen persönliche Dinge des Jungen: ein Instrument, einige Bücher und andere kleine Erinnerungsstücke. Sein Fuß ruht auf einer verkehrt herumliegenden Schaukel, an der 3 kleine Masken hängen, und an der anderen Seite des Pferdes baumelt eine alte Lampe. Lose Papierblätter schweben umher. Das Bild verbindet Traum und Wirklichkeit und öffnet eine Tür zu einer verborgenen, metaphorischen Welt. Man spürt, wie das Blau des Tuchs wie ein stiller Strom das Geschehen trägt, während die zufällig wirkenden Gegenstände zu Symbolen innerer Reisen werden. Es ist, als würde der Junge in einem Zwischenraum aus Erinnerung, Fantasie und geografischer Orientierung ruhen. Ein Traumwanderer zwischen Karten und Klängen. Kaikaus Kunst ist eine Einladung, das Sichtbare zu hinterfragen und sich auf eine Reise zu begeben, in die Tiefen der Symbolik und in die Dimensionen, die jenseits des Offensichtlichen liegen. Seine Werke verbinden kulturelle Einflüsse, poetische Mystik und eine meisterhafte Hand, um uns zu zeigen, dass hinter allem, was wir sehen, noch viel mehr verborgen ist. Ja, das Licht ist immer hinter dem Schatten verborgen, und ohne Licht gäbe es keine Schatten. Schatten und Licht sind untrennbar miteinander verbunden. Die Schatten geben dem Licht seine Tiefe, seine Geheimnisse, seine Bedeutung. Ohne Schatten wäre das Licht flach, ohne Geschichte, ohne Raum für unsere Vorstellungskraft. Kunstwerke von Kalkaus spiegeln diese feine Balance wider. Sie sind ein Tanz zwischen Dunkelheit und Erleuchtung, zwischen sichtbarer Wirklichkeit und unsichtbaren Dimensionen. Sie laden uns ein, nicht nur hinzuschauen, sondern auch zu fühlen, zu entdecken, was jenseits des Offensichtlichen liegt. Vielleicht finden wir in diesem Spiel von Licht und Schatten, in der Kunst und in unserem Leben immer wieder neue Wege, das Verborgene zu sehen und das Unsichtbare zu verstehen. Wir wünschen, dass euch die Kunst auch nach diesem Video begleitet, wie ein stiller Begleiter zwischen Helligkeit und Dunkel. Wenn euch diese Reise gefallen hat, teilt sie gern mit Menschen, die Schönheit nicht nur sehen, sondern auch fühlen wollen. Und wenn ihr Lust auf weitere Geschichten zwischen Realität und Überwirklichkeit habt, abonniert unseren Kanal. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bleibt neugierig und offen für die verborgenen Welten um euch herum. Bis bald.